Da wir uns zum Anfang Nummer 610 singen. Keine Schmerzen und Tränen, auch nicht Heimweh noch Sehnen, in der Stadt, in der ewige Freud. Alle Rätsel sich lösen, alles Weh ist vergessen, in der Stadt, die für mich steht bereit. In Jerusalem droben werd ich Jesus allzeit loben, lege ab alle Not, alles Leid. Und ich sing Halleluja, denn mein Heiland ist mir dann so nah, in der Stadt, die für mich steht bereit. Eines herrlichen Morgens kommt er ganz unversehens, dann gelegen die Stadt gefreut. Und ich lebe dort ewig als ein Priester und König in der Stadt, die für mich steht bereit. In Jerusalem droben werd ich Jesus allzeit loben, lege ab alle Not, alles Leid. Und ich sing Halleluja, denn mein Heiland ist mir dann so nah, in der Stadt, die für mich steht bereit. Alle Freunde und Liebe, die im Buch stehen geschrieben, gehen mit mir in die Stadt ewiger Freud. Doch mein Blick sucht den einen, den ich liebe wie keinen, Jesus, der diese Stadt hält bereit. In Jerusalem droben werd ich Jesus allzeit loben, lege ab alle Not, alles Leid. Und ich sing Halleluja, denn mein Heiland ist mir dann so nah, in der Stadt, die für mich steht bereit. Nummer 660. Die Zeit ist für zum Menschsein weise und fruchtbar mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück.
Vandaag alle jas wat we van jou gekomen zijn voor deze bijzondere verzameling wat we van jou hebben. Mocht je nog kruisen met de weer van Apostel Petrus, viel Gnade und Friede zuvor. En ook zo van jou wens ik dort ook deze familie Banman Hibat. Het is een bijzondere dag vereend, ook zo voor ons waren. Ons te herinneren aan het wichtigste im leven. Dat is ons uit te merken voor den dood. Dat is van jou zo wichtig als het eenmaal gewaas is en dat wordt zo wichtig blijven. We zijn dat de Camp ungefragt, de Camp unerwartet, want de Herr dat nicht bestimmt hat. Sie hier von der mit der Familie hier so te begleiten, diese letzte Stunde, diese letzte Begleitung, wat sie Ehemann, Führer en grootvoer en ook uw grootvoer geven dan. Wat de grootvoer wat heeft kunt zijn. Ik had een bekendmerking van die, wanneer het fehlen zal, aan de babystoel, waar we een baby hebben. Dus früher an meine linke Seite und an der nördliche Seite sind 2 Stufen, da wir hineingehen. Die Bootstufen für die Früh ist erst dort beim Hineinkommen an der rechten Seite und für die Männer da an der linken Seite, wenn wir dort brauchen soll. Buenas tardes a todos ustedes presentes en esta congregación especial hoy, este martes. Les saludo con las palabras del apóstol Pedro, donde dice: gracia y paz les sean multiplicados. Meerdeulen, so wat einem ook wichtig sind, een klein beetje unser Verhältnis als Sehen und Führer und so weiter. Weil ich hier so aus einer Eröffnung merken. Ich bin das zweite Kind in ihrer Familie. Zu meinen Eltern von 6 Kindern. Mein Name ist Knalsbommen. Wohnhof sind wir in Elvaje, wenn so soll gesagt wird. Ich bin noch länger auch im Predigerdienst gewesen. En weet je, als familie zijn we van der Frau. We zijn niet zo als wat we keine Hoffnung haben. Wir sind wirklich, würde ich sagen, dankbar für den Vater, den der Herr uns geschenkt hat. Nicht wens er ut sich so ein feiner Mensch wäre. Nicht wens er ut sich hat so viel gute Entscheidungen gemacht. Wir nehmen unseren Vater an, als von Gott geschenkt. Und da sind wir besonders dankbar für. Aber tolle, ich möchte erst mal davon reden, von wo Gott zu uns gewesen ist, und ganz besonders, was er an Papa getan hat. Und Hiob 1, du Vers 20 und 21, du Hiob, sie haben Gott, alle verlieren dort, er verlor seine Familie. Und dann fingen wir da so, er das anbeten, er dat sich verdemütigen, er dat sich durchschneiden, er fällt auf sein Angesicht und dann dat Gott anbeten. Und das ist auch, was unsere Feier hier so von der soll sein. Gott anbeten. Und dann sagt er, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Du jetzt viel von zu reden, was auch der Herr an uns getan hat. Alles, was Papa sein Leben ab diese ihr teilen hat, gewasst ist, was er gebraucht hat, dort ist nu Vergangenheit, dort ist nu hinge an. Und wir vertrauen ganz fest, dass Papa nu du ist, und wem er je geglaubt hat. Jesus Christus, sein Retter. 76 Jahre, hat er, mit meiner 76 Jahre, hat er dürft ab diese Erde sein. Sehr viel Mühe und Arbeit gehabt, hat sehr viel Kämpfen gehabt. In seinem Leben sind schwere Verhältnisse gewesen. Einmal wird es so, dass ein von den Dachern sehr schwer krank, wir todkrank, wir für Monate todeskrank gewesen. Und da wird ein sehr schweres Verhältnis verhindert. Er selbst ist sehr, sehr schwer krank gewesen, denn er ist in seinem Leben, ich wundere, ob nicht dich an 5 Monaten im Hospital gewesen.
En viele gode Worten habe hij gedaan. Komt hij nu niet door in de Himmel? Deze antwoord wil ik uit Epheser 2 nemen. Du sagt uns, dat Vers 8 ist dit. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Dort hat Papa nicht in den Himmel gebracht. All das Schwere, was er gekriegt, was wir würden sagen, alle gute Worte, was er getan hat, das hat er nicht in den Himmel gebracht. Was ich ganz fast vertrauen, dass er aber einen Lohn empfangen. Aber seine Radung ist allein in dem, dass er Jesus annehmen darf. Kriegt dit mag ik een paar weer zijn. De laatste Mal, als hij voor mij werk nog waar im Hospital weer, dat is aan mij als 4 jaar 3. Dan heb ik me veel zorgen gemerkt over. Heeft Papa werkelijk das Leben angenommen? Ik kan me van eenmaal erinnern. Ich habe sehr ernstlich für ihn gebetet. Und so haben wir dann eine Wiederholung über unsere Radung. Und wenn ich am Früh, als er bereit wird, Jesus zu begegnen, dann sieht er ja, aber er voll sehr seine Tekortkommenheiten. Viele Dinge, die nicht reich werden in seinem Leben. Und ich habe dort so nicht so klar gekriegt, als er geraten wird, als was er wieder Luther hat in seinem Leben mit Frucht bewiesen. Wir haben vielmals haben wir uns top um das gesehen und uns dürft über die geistliche Hinsicht haben und ihr Hau. Dann, wenn wir zurückkommen als Familie, haben wir vielmals gebetet. Und besonders denke ich von der 4 Jahr 3, wo er im Hospital war, dass er durch eine tiefe Erfahrung gemerkt hat, nur dem hat, dass er mehrmals in seine Gebete gehört, wo dankbar wir für die Radung. Er hat so im Topkomnis im Angesicht von der Familie hat er sein Heiland vielmals gedankt für die Radung, für die Erlösung. Und dann sagt er, hat er mehrmals gesagt, wenn ich tierisch morgens absehen, er hat viel Probleme mit nicht gut schlafen können und nicht ein Faster schläft, so hat er ihm das vielmals gebohrt. Und dann sagt er, wenn ich morgens dann tierisch absehen, dann habe ich durch die gute Gemeinschaft mit Gott. Er sagt zu mir, oder zu uns hat er gesagt, um sicherlich zu leben, um Fährweg zu kommen, muss ich viel in der Bibel lesen. Er hat das viel getan. Morgens hat er viel auf einer Stelle gesehen und auf die Bibel gelesen. Er hat uns auch einmal mitgeteilt, was haben wir viel wert geworden, was haben wir klar geworden in Gottes Wort. Ja, das ist, wo ich mich ganz besonders von reden, wo ich nicht mehr kann verdanken und loben, das ist, dass Jesus Papa geraten hat, das ist nicht sein Verdienst, aber wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen Jesus seine Erlösung. Papa hat uns und mir hat viel gelehrt. Er hat mir gelehrt zu schaffen. Sehr viel hat er mich könnt beeinflussen mit verschiedensten Dingen, besonders auf der Ackerie. Er hat gelehrt zu sparen.
Hij heeft geleerd oprechtig te zijn. Dat wird immer wichtig, de Wahrheit zu reden und nicht unnötig oder Geld verschwenden. Papa ist mir ein Vorbild gewesen, moralisch, in der Keuschheit ganz besonders, dass er mir ein sehr gutes Vorbild gewesen. Und wir haben auch immer viel zu tun, wo das in der Gemeinde ging. Während einer auch durch einen Dienst hat in der Gemeinde, habe ich vielmals mit Mutter gesprochen. Und dann habe ich auch zu mir gesagt, er sagt dort, dass ich den Raub von Gott habe, in den Dienst als Prediger zu gehen. Und dann sagt er, pass bloß ab, knalls, bleib demütig. Oder sei demütig. Und dort ist mir sehr satt geblieben, dass er zu mir sagt. Papa hat die letzten Jahre, das sind vielleicht 2 Jahre besonders, vor viel Kämpfen gehabt, sehr schwere Kämpfen. Er wird körperlich schwach, unfähig zu vielen Dingen. Er fällt vielmals unnutzbar. Mit ihm wird es nicht mehr, mit ihm hält es nicht mehr was an. Und als du da auch vielmals einsam warst. Und zu dessen ging mir so, Jesus, als er im Garten Gethsemane festgenommen wird, dann, weit wir dort auf der steht, oder so, kam Petrus und er schlucht um Mank, und Jesus sagt, er soll sein Schwert stellen, sagt er, ich würde gern mehr als 12 Legionen Engel haben, an mich frei zu mir. Und Jesus sagt das aber nicht. Jesus, seine Jünger, die verleiten am Rennen alle. 12 Legionen Engel, ich weiß nicht, wie viel Düsen kriegt das können sein, aber das sind sehr viele Engel. Und dann sagt uns Paulus in Römer 8, sagt er, dass Gott wird uns mit Jesus zu Rennen alles schenken. Und dann sagt der Jesus in dieser Begebenheit von Lazarus in Rigamon, als das Lazarus gestorben wird, dann sagt uns die Bibel durch in Lukas 16, 21, sagt dort durch so, Lazarus gestorben wird, dann werden dort die Engel, nicht ein Engel, sondern die Engel, von Engeln, wo viel das gewesen sind, weiß ich nicht, die Bibel sagt nicht, wo viel, aber das werden Engel, von der wird Lazarus in Abrahams Schoßen angebracht. Jesus durfte so nicht von Engeln aus das Verhältnis zurückgenommen worden, nur über die Engel, die dürfen, die gläubige Kinder Gottes, von Engeln in Abrahams Schoßen angebracht worden. Das ist dort nicht großartig, wo die Gläubigen vor einer Tosei haben. Weil je das ist unsere Freude, dass die Engel, die haben Papa in Abrahams Schoß oder in die Ewigkeit angebracht. Jesus wird ein Tag kommen und dann sagt uns die Schrift, dass dann wird Jesus kommen mit rein alle Engel top. Und dann wird er alle Erlösten zu sich holen. Und ab dem Tag lügen wir. Da freuen wir uns zu, dass wir da vereint sind. Und so mache ich hier einmal persönlich an all die, die hier gekommen sind, mit zu trauern. An dem sind gedacht, dass scheiden, dass das und zwei. Und hier so mit zu beten. Hier die Gemeinde hier so besteht die Hand an sehr abgenommen und sehr behauptlich gewesen. Viele Nubasch, ein Freund, Verwandte. Mag Gott das ganz besonders vergelten, weil es was die an uns hier getan haben. Und so auch an unsere Mama. Und ich freue mich, dass die wieder wurden für uns und besonders auch für Mama beten. Und so auch alle wen, wo du betrübt sind. Und weil wir Gott die Ehe geben. Ich glaube, wir sind bald alle dazu, dass wir
von dieser Erdweichscheiden. Und dann haben wir so mit Jesus in Gemeinschaft alle top sein. Du freuen wir uns to. Wir haben gerade noch, dass wir beten und wir uns Hopp neigen. Himmlischer Vater, in Jesus Christus in Namen, komm hier sitzen einmal war der Todi. Du hast uns hier so top geführt. Das ist so ein besonderes Ding, dass wir sind uns morgens als Papa hier sind in diese Stadt kommen wollen, um anzubeten. Und er ist aber von dir in der Ewigkeit gegangen. Wir danken dir besonders, himmlischer Vater, dass du die hast so über uns erbarmt. Dass du hast einen Erlösungsplan vollbracht in Jesus Christus. Dass wir nicht dürfen von dir sein, dass du immer mit einer lebenden Hoffnung sein. Herr, ich bete, dass du uns hier so in deine Hände nehmen. Wir sind wahrscheinlich noch so eine, wenn du irgendwo von dir rauben, dann würden sie doch sein, sollst noch länger warten. Wir danken dir, für, dass du in dem Moment, wo du Papa geraubt hast, das kann nicht anders sein, als dass wir der Beste stehen, whenever du Papa geraubt hat sollt. Wir danken dir dafür. Und ich bete, dass jeder einer werde, wenn hier noch so eine sind, die nicht reut sind, dass diese würden auch von dir die übergeben. Wir wollen uns ganz besonders zu dir nuhen. Herr, ich bete, dass du uns was zu dir tragen, als Familie, und als Gemeinde, als Gläubigen. Das bestätigt sich hier nochmal, war so klar, dass die Bibel das Wort hat. Wir handhabt es hier nicht steht, wo wir blieben, sondern die Zukunft steht ans Tüß, dass wir am Wacht haben. Herr, ich bete, dass du unseren Glauben, uns Vertrauen, verstärken und uns leiden in viel, was wir einmal wahr wollen in deine Gegenwart, in Gemeinschaft mit dir, auch alle anderen Gläubigen können top sein. Du dank für die Fähre, dass ich stehe, von dir regelmerkt ist. Die Namen gebe Lob, Preis und Ehre. Amen. Als nächstes folgt hier ein Vortrag von den Enkelkindern, die wir dort Gelegenheit, bitte.
Sternenzelt, ja weit entfernt der Welt, dort ist ein herrlich Land. Ist dir dies bekannt? Weit übern Sternenzelt ist die bessere Welt. Dort ist mein Heimatland, das mein Glaube hat erkannt. Auf diese Welt schlägt so manche Stunde und eine Stunde schlägt auch für dich. Hast du gehört von der herrlichen Kunde? Ein Heim erwartet dich dann ewig nicht. Weit übern Sternenzelt, ja weit entfernt der Welt, dort ist ein herrlich Land. Ist dir dies bekannt? Weit übern Sternenzelt ist die bessere Welt. Dort ist mein Heimatland, das mein Glaube hat erkannt. Dort ist mein Heimatland, das mein Glaube hat erkannt. Dankeschön für den Vortrag. Dort ist mein Heimatland, was mein Glaube hat erkannt. Ich sage, das glaube ich ja, dass dort wird, dort ja ein Ziel kann sein, wegen anders habe ich euch die reiche Entscheidung merken, wenn wir dort nicht mit Glaube ich ja bechecken. Wird von Entscheidung wie von der machen merken, dort für eine Jahre sieht, wird okay sein. Quisiera leer acá un pasaje de la primera carta de Pedro a las iglesias en la región allí de Asia. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Empieza con las palabras bendito sea Dios. Bendijo Dios por una razón muy especial. Porque hoy, diciendo la convocatoria de hoy la hizo el Señor, Dios nuestro Creador. Él nos quería decir algo. Él tenía algo que nos quería explicar, algo que nos quería decir hoy en esta tarde. Y es esto, de que hay una salvación, hay perdón que nos está ofreciendo. Este pasaje nos dice que hay una esperanza viva, no la esperanza que muchos tienen por quererlo o por tener una fe fuerte, sino una esperanza viva. Significa algo de Dios, algo que no es en vano, algo que no tiene que ver con fuerzas humanas, algo que no tiene que tener que ver con los deseos que tengo, con las ganas que tengo o la buena voluntad que tengo yo. Tiene que ver con mucho más. Dice acá que para nuestras vidas hay una esperanza viva. Y nos preguntamos, vamos a contestar nomás unas preguntas breves para reflexionar ese pasaje. Y vemos acá cuál fue el motivo, cómo fue posible esto.
Y acá nos dice, por la gran misericordia, la misericordia de Dios. No es por la buena voluntad que tenemos, no por lo bueno que somos, las buenas obras que hemos hecho. Tampoco acá el hermano Pedro no fue por eso, sino acá dice que por la misericordia de Dios. Algo que no merecemos, pero lo que Él nos dio. Lo que hizo posible por medio de la misericordia o por su gran misericordia fue el nacer de nuevo. Porque nos dice Cristo que es imposible entrar al cielo sin haber nacido de nuevo. Entonces, como nosotros no lo podemos, ¿qué nos sirve ese ofrecimiento? Que nos ofrece vida eterna, esa esperanza viva, si no hay una manera, si no es posible llegar allí. Pero Él lo hizo posible, el nacer de nuevo, porque es la única manera, por medio del Espíritu Santo, entrar al cielo, según las palabras de Jesucristo. Y acá dice que bendito sea Dios, Él es el que lo hizo posible por medio de Jesucristo. Dice acá la resurrección de Jesucristo, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El primero que resucitó para la vida eterna. Lázaro sí se levantó de los muertos, pero no para la vida eterna. Murió otra vez. Todos han muerto hasta la fecha, todos. Y es lo más seguro en esta vida. Pero Cristo, el primero que resucitó para la vida eterna. Y esto un día lo vamos a ver. Los que ya murieron, pues van a despertar. Y los que estamos vivos, lo vamos a ver. Si nosotros recibimos ese don de salvación, es posible por medio de Jesucristo. La resurrección de entre los muertos, el primero. ¿Qué es una esperanza viva? Si leemos acá en el versículo 4, dice allí, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable. Esto ya empezó en el paraíso donde se encuentra el difunto hoy, por la misericordia de Dios y por haber aceptado la salvación. Esto es lo que empezó, esa herencia, lo que se cita en el versículo 4, en el cielo, reservado en el cielo, empieza en el paraíso. Pero vemos que la salvación, aunque digamos que estamos salvos, no significa que las cosas cambian tanto, que ya no hay tentación, que ya soy un ángel acá en la tierra. Lo vemos que no es así. Todas somos carne, sangre y carne. Todas sabemos y nos conocemos demasiado bien como para decir que ya no peco. Sí lo hago. No soy perfecto. En mi carne no hay nada bueno. Mi carne todavía es capaz de pecar. Pero hay algo en mí, lo que ha nacido de nuevo. Eso no puede pecar. Y es por eso que tenemos esa herencia y esa vida eterna. Pero un día ya no tendremos este cuerpo. El hermano Pedro ya no tiene este cuerpo. El cuerpo lo vamos a sepultar. El cuerpo acá se queda. Pero el alma ya está en el momento de morirse, ya está en el cielo, ya está en el paraíso. Ya tiene unos días allí. Acá empieza la salvación, pero no se termina, no se culmina, no está completo todavía, en otras palabras. Dice acá que y salvación guardada. Dice allí que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es por la fe. Guardados para la salvación preparada. Una salvación, ya estamos salvos por medio de la gracia, pero las últimas apariencias, pues, se culmina allí. Es en el momento que llega Jesucristo, como dice, para ser revelada en el tiempo final, cuando Cristo venga por su iglesia. Y es lo bonito. Entonces podemos decir que ¿cuánto perdemos al morir? Nada. Es una separación que duele, pero de perder no se pierde nada, solamente se gana. Entonces vemos acá
¿qué tengo que hacer yo para lograr esa herencia, esa salvación guardada? Dice acá la fe, como lo leyó el hermano Cornelio, solo la fe, por medio de la fe es posible esto. Por parte de Dios fue la misericordia y yo por mi parte tengo que creer, tengo yo que aceptar esto. Es lo único, la única obra, si lo queremos decir así, que yo tengo que hacer. El único paso, la única decisión, creerlo y aceptarlo de esa manera. Eso debo creer, aunque no lo vea yo, pero así lo afirma la palabra. Es por eso que yo puedo tener esa esperanza viva en Jesucristo. Le pido al pastor Juan que siga con el mensaje. Bitte schön, die Botschaft wieder von Prediger John Unger. Psalm 90, Vers 1. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Oh, schön, nicht wahr? Für und für. Amavara til Gott kom. Dit meint Maja os du es nun ein. En de Zuflucht, da meint ze veel Amavara til han kom. En hier zijn dead aan, zoals veel gezegd wordt. Zin und klok 7 's morgens. Dan hebben we nog geen aning van dit. Sobald nog klok 7 's morgens, dan hebben we een aning. Wenn wir nicht wissen, was passieren wird, sind um klok 7 's morgens, wir uns hier versammeln, dann ist eine Gruppe Leute am Haaren. Aber der Haar, der wisst, was hier passieren wird. Und wir sehen, was passiert, mit dem Stier ein klein bisschen schwinn drehen. Bloß das Stier ein Ängste drehen. Kommt so ganz plötzlich ein Knall. Und das Fortig, wo Bruder Peter bohren wir, das hält ganz plötzlich still. Aber das hält nicht bloß ein Fortig still. Das hält auch noch ein Hort still, na klar. Ein Hort, was das 76,5 Jahre geschlagen hat, das hier kriegt da ab. Mit Schlohn. Wir wissen nicht, wo der Harte ist, wo das steht. So auf dem Weg, wo Peter sich befindet, dann wird man auf dem Weg zu der Gebetsstunde. Mit zu leben und mit zu beten. Das ist die Lothar Tiet vielmal. Am Sinnen, klok 7 's morgens sich anfängt. Gott will übergehen ans Thema von der als wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. In Krieg, dort hat ich alle im Spanischen. Ich bin Panschanzen nicht von unserer Haus. Und dann hier wird selbst ja all in der Eröffnung, wo Bruder Chinal zu dem Deutschen hat, dass wir eine lebende Hoffnung, dass wir nicht das Gute wollen. So ist es von der mein eine lebende Hoffnung. Und da haben wir was Tagsvers ans, die Vers lesen, was wir jetzt im Spanischen hier in Deiden. Das 1. Peter Kapitel 1, Vers 3, 4 und 5. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das behalten wird im Himmel euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass ihr offenbar werdet zu der letzten Zeit. Was so weit diesen Tags. Wir wollen 3 Punkte angehen, von der wahre geboren zu einer lebenden Hoffnung und ein Aufteil im Himmel und Gottes Macht bewahrt durch Glauben. Ich will immer zu diesen Punkten betrachten, was eine Geschichte oder eine Begebenheit vertellen, was ein Mann
belevendheid in zijn droom. Am droomt hij buiten naar Lara im Himmel. En hij vreest zich te zijn waar de Lara immer hacker en hacker en hacker ging. Dat de meer goede woorden hij deed, dat de hacker zagen de Lara im Himmel. Über den wir da mal gewollt mank, so droomt hij door en hij kon er niet meer zijn. Maar hij blijft, hij weer zijn mes krijgt bij hem ziel. Hij wordt zijn beste doen. Al het meeste, om dat klaar te maken dat de Lara, die wil bij hem Himmel rieken. Hij wordt nog meer afgeven aan arme mensen. En hij weer in de hoopning, mes krijgt hij dat gebeurt. En eenmaal brukt de Lara top. Een groter schraak wacht daar op. Ganz verlegen en treurig. Meine Lara is top gebruikt. Wat nu? En dan kreeg hij zich te zijn. Wat zijn Schicksal weer? Zijn Schicksal weer dat hij met goede woorden had verzocht om Himmel te komen. En hij kreeg zich te zijn wat het woord Gottes zijn dat einzig en allein durch die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, das wir hier in der Eröffnung. Das ist der Weg im Himmel. Gut? Waar je boert in de levende hoopning. Is dit een begrafenispredigt, wat je vielleicht vragen? En dat is een levende hoopning. Bis Bruder Peter merkt, dat voor jou niet een onderscheid, wat hier geredet wordt. Aber wir einer, wat de klar van zeugen deed en bewezen deed, dat hij weer een levende hoopning voor wat hij leven deed. En aan wie wat. Besonders hat het gemerkt, de laatste jaren, dat Bruder Knall zei, dat we een verlangen met Jezus te zijn. En ik kan me zo klaar herinneren, ganz kort een morgen op gebed staan, wenn es van een herholen deden, voor wat we van alles beden. Dan zei hij, waar we beden, dat hij wat im Glauben stond, dat we een Glauben houden. So wat is sterven? Sterven is eenmaal, en dat het hem een met het leven van een mens. Wat ik van jou hier zijn. Bruder Peter, waar we meest voets te grabesruhe brengen. Aber damit ist noch nicht alles uit. Nur dem Tod folgt eine Ewigkeit. Das soll hier in der Seele erst entflohen. Und uns vertrauen, der Bruder Peter ist, dass er nu mit Jesus ist. Dan merkt uns vredig gestemd. Dan merkt die Schwester und die Familie vredig gestemd. Dass wir vertrauen haben, der Ehemann, der Führer, der Grootvader, der Urgrootvader, ist nu mit Jesus. Aber er hat nicht das gute Wort geschafft, das wir hören. Und das muss die Klarheit leben, hier, das muss uns alle sein, da muss die Klarheit mit guten Worten nicht wollen im Himmel kommen. Das geht am 6 Wort, und das sagt uns tags hier, wo wir auch dann abkommen. Aber ich will auch lieber morgen merken, bloß aus einer Anerkennung von Bruder Peter, das gemacht kennengelernt, habe ich einen verantwortungsvollen Familienführer. Im Jahr 1976, aber da hatte ich nichts von ihm gekannt. Und da lehrte ich am Kahn durch dem, dass man ein paar andere Männer taub nach Hawaii kam und kam auf den Hafen früh. Als wir bereit sind, um Swift zu tragen, Schuld zu haben. So er macht sich verantwortlich. Die Kinder sollen Schuld haben. Swift liegt in Ruinen. Die Gemeinde zu Swift wird totgebracht. Die Herz von der Gemeinde haben die Gemeinde verloren und werden weit über Wotan Land, dort in Bolivien. Und hier werden viele Kinder unschuld und viel Leid und Kirche. So hier wir ein Familienführer.
einer von denen, was ich verantwortlich mache, in Themen früh eine Help, eine Unterstützung. Und dann die Antwort wäre, ja, wir wollen das tun, und dann geht nicht lang, da wäre sogar auf dem Hof, zum halben Amtrat. Dann trocken wir her. Dann ist es, was Jahren an Schuld geholt, das Lehrer lohnt wir sehr Lehrchen. Umstände wären nicht leicht, das sind wir. Anziehen sehr knapp. Und dann holt Bruder Peter mit der Scheck. Kartenbeet von dem, wo ich am Hatani liet. Aber nu die haben wacht die Gebetsstunden. En all dit, lieve toeheren, all dit, gaf keinmal nicht diesen Bruder die Hoffnung, in den Himmel zu kommen. All das zu gute Worten, dass die nicht am Durchdrehen, da könnte sie Hoffnung haben, im Himmel zu kommen. Aber ans Tag sage ich von dir, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Also geht es einmal um die wahre Geburt. Und wodurch ist das möglich? Durch Gott seine große Barmherzigkeit, das wir schon zum Tags lesen werden, gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Bloß dadurch, dass er dort annehmen deed, kann er wahre geboren worden und könnte dieses Leben die Hoffnung kommen. Also wodurch ist es möglich? Durch Gott seine große Barmherzigkeit. Der Herr Jesus, der muss das einmal erfahren, von einem Vater verloren zu werden. Da Bruder Peter das erfahren kann, dass er durch ein Leben die Hoffnung kommt. Du wirst kein anderer Weg. Als dat Jezus dat eenmaal schmaken muss, dat is een dood schmaken muss, dat schmaken muss, van Vater verloren te zijn, dat Bruder Peter dieses Leben überhaupt nicht kann kommen. Weil nicht bloß hij, all die Menschen, was von dir leben und dort gelebt haben, keiner konnte dieses Leben überhaupt nicht kommen. Anders als durch dem, dass Jesus bereit war, muss vom Vater verloren zu werden, in der Finsternis auf dieser Welt für 3 Stunden ganz düster war, om Kreuz te hängen voor mijn en dine zin en voor Bruder Peter zijn zin. En dort einmal daarop Jezus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hij muss verloren worden voor Gott, omdat ik en du kunnen en waar fängt zum Vater kommen, zum Himmel kommen, en Leben die Hoffnung. En dan einmal roept Jezus im Kreuz uit, es ist vollbracht, en wird für Bruder Peter wird vollbracht. Und dann sagt, wenn es Jesus uitroept, das ist vollbracht, dann fängt wir in Matthäus Kapitel 27, 51, da sagt uns, das wird Gottes, da reiht die Vorhang in 2 dort im Tempel, wo bloß die hohe Priester können hingehen, einmal in Jahr, um ein Opfer zu bringen, das Volk ihre Sünden. Und dann reiht das dicke Vorhang, der reiht 2 und sagt von oben an bis unten durch. Das Vorhang reiht ganz 2. Der reiht 2, omdat jeder einen freien Totritt hat im Genodenstell. Und die alleen hat noch Bruder Peter vor in zijn Leben. Und ich vertraue es an von der viel. Und ich wünsche, jeder einer kann sagen, ich habe das ausgenutzt. Ich habe das alleen nicht wahrgenommen. Ich habe diese große Barmherzigkeit angenommen. Ich konnte von mir geboren werden. Gott mir hat nie ein Leben schenken. Dit alles muss Jesus durch, omdat ein Sünder könnte in ein Leben die Hoffnung kommen. Nicht durch gute Worte. Hier ist schon Farge, Epheser Kapitel 2, Galater Kapitel 2. Vers 10. Galater 2, Vers 10. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch das Gesetzeswerke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum. So glauben wir auch an Christum Jesum, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Christum und nicht durch das Gesetzeswerke.
denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. So sagt er sehr klar, dass es durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch Gesetzeswerke. Also wahre Geburt in der lebende Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi in unserem Tag nur. Und dann zu einem Erdteil im Himmel. Zweitens, was wir da angehen. Ein Erdteil im Himmel, das ihr sollt hören. Seid mal, liebe hier. Bruder Peter fehlt das von der anscheinend aufgeht, ob das sie ist. Viele Menschen, die checken rücken in aufgeht. Wie groß wird noch mal sein? Heißt einer, was ein paar Mal gearbeitet hat, haben sie nicht früh, sie haben gearbeitet. Und sie haben viel gearbeitet. Von der fehlt ihm das nicht an so ein aufgeht, was hier habt, dass sie arbeitet. Er würde nicht sagen, wenn er würde nicht zurückchecken und uns reden kann, er würde sagen, mir fehlt das nicht an so ein aufgeht, das dort. Ich habe viel besser zu sein gekriegt. Was viel hässlicher ist. Hier redet von einem vollkommenen Aufgut. Wir lesen an unserem Tag ein unvergängliches Erbe. Hier habt ihr ihr weit, das alles vergänglich. Hier sind einzelne Orven sehr viel, aber dort Aufgut, was hier Orven, das ist vergänglich. Das bleibt gleich. Das einmal nicht, hält nicht lang fern, dann ist dort war alles weg. Aber das Aufgut, von was das ans Tags reden dat, das unvergängliche Erbe, dort ist dann was ewig bleiben dat. Aber ich habe das jetzt sehen, wie dort, wo Ding vergehen. In 2. Peter Kapitel 2, Vers, Kapitel 2, schau ich mir, 2. Peter Kapitel 3, Vers 10. Ich will Vers 1 noch lesen. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Dann Vers 10. Es wird aber das Herrentag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchen die Himmel zergehen werden mit großen Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden vergehen. Was sagt uns das Bibelwort? Das sagt alles, was vergehen. Und der Herr wird kommen, so ist ein Tag von der Nacht. Und dann sagt uns, dass die Elemente werden vor Hitze schmelzen. Und dann weiß wir dort, dass all das aufgeht, was hier das ist. Was Menschen gearbeitet haben, sie wieder, alles, was vergehen. Aber das himmlische aufgeht, dort ist untastbar. Da kann keiner nicht bei. Nicht mal der Satan in seiner Macht. Er kann bei dem aufgeht, was uns dort befährstehen, das kann er nicht bei. Und ich bin sehr dankbar von dir, dass ich kann sagen, gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christi, dass er so ein aufgeht, dass dort erst, wo der Teufel nicht bei kann. Und dass wir können im Glauben und im Vertrauen für euch checken. Und wir lassen uns durch von ein unbeflecktes Erbe. Das aufgeht, was uns zuteil wird, das ist durch den Tod von Jesus Christus. Das ist dort zuteil wird. Hier habt ihr sie hier ist so vielmal ein beflecktes aufgeht. Was ist das Erdgut? Man redet von was ganz rein ist. Da hat keine geriese Platten. Da sind keine dunkle Schatten und das aufgeht gedacht. So gut ist dort aufgeht, was uns befährstehen wird. Da wo Bruder Peter Hand checken, das aufgeht. Aber hier habt ihr sie hier sei wie dort, hier ist vielmal ein aufgeht auf Kosten von anderen Menschen. Andere Menschen werden ausgenutzt. Andere Menschen werden unjagon am sein und geratet, Reichtum zu schaffen. Und dann hat ein großes aufgeht, vielmal auf Kosten von anderen Menschen. Vielmal hat das hier ein großes aufgeht auf Kosten von der Obrigkeit. Menschen unjagon der Obrigkeit. Sie geben das an und geben dort an und sein all Geld durch, die kriegen so viel als möglich. Und dann her dann kriegen die ein großes aufgeht. Aber weißt du, das ist ein beflecktes aufgeht. Aber da wo uns tags von reden, das ist ein ganz reines aufgeht. Das ist nicht ein aufgeht, was befleckt ist. Das ist ein aufgeht von was Jesus Christus
auf Kosten von seinem Blut uns schenken will, als gegeben wird, und das ist von einem fehlerlosen Lamm. Wie gut. Und dann seht ihr noch unverweltliches Erbe. Wir wollen auf dieser Welt hier verwalten Ding. Blumen blähen einmal so Schmack. Die Leute so stromen, so prächtig uit aller Top. Und dann ganz hastig sein, wenn es die Blumen verwaltet, und die wird weggeschmissen. Hat kein Wert mehr. Was eten, das verwaltet einmal, und wird weggeschmissen, hat nicht mehr einen Wert. Aber das aufgeht, von der will Bruder Peter sagen, das aufgeht, wird niemals wegschmissen. Was mir hier nu zu Teil geworden ist, für das, wo ich immer stehen kann. Das wird nicht verwalten, das ist nicht so, was verwaltet wird. Das kann aufgeht durch dem, dass die wahre Geburt sind. Also für wem ist das, die im Glauben stehen, die eine lebendige Hoffnung haben. Für die ist es aufgeht. Aber nicht für die, die bloß einmal hoffen, irgendwo wird für einmal utkommen. Und wir hören so vielmal den Gedanken, ich hoffe, das wird noch mal utreden. Leute, zu hören, die Bibel redet nicht von so einem Staat. Die Bibel redet von einer ganz klaren Entscheidung, was wir zu merken haben. Dann darf wir nicht bloß trostlos und hoffnungslos daheim leben, sondern dass ans Tag sein, dass wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Was für eine Gnade Gottes, dass uns das war erfahren ist, dass wir Familien geboren worden. Nächstens, weil wir gehen, aus Gottes Macht bewahrt durch den Glauben. Wir sind von dir, dass wenn Mensch immer jetzt ein Leben gehabt nicht, dann sind wir getrost, nicht wahr? Dann freuen wir uns. Aber danach weit wieder, wenn Menschen Partei gekommen ist, dass dieses Leben gehabt nicht gekommen ist, dann braucht es danach, dass im Glauben steht. Da braucht es danach, dass die kämpfen wird, wenn dort nicht, die konnte sie überhaupt nicht verlieren. Und wir lassen an diesem Tag euch, die aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit. Also für wem ist das da, das aufgeht? Und aufgeht wird nicht verwahrt wird und wird nicht verloren wird. Für wem ist das da? Das für die, was im Glauben stehen, sagt uns das Wort. Und wir haben von der Vertrauen, der Bruder Peter, er stand im Glauben, er war ganz fest im Glauben, und er ging weiter an sein nach Meier sich abzubühen im Glauben. Das sagt die Welt, die bereitet ist. Die Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar wird zu der letzten Zeit. Ist das nicht wundervoll? Weil Menschen, Gott sie nicht genug. Haft könnt das Opfer annehmen, haft könnt ihr Rat worden, und kann es sein, er kann ein Leben gehabt nicht. Auf ewig mit Jesus zu sein. Ja, dann hören wir schon mal, dass wir nach der schweren Kämpfen gehen. Yes? Das ging hier. Und das Leben einmal der schweren Kämpfen. Der Wort Gottes sagt uns das auch. Das ist nicht, dass wir nicht alle Kämpfen bitte sind. Das sagt uns ganz klar in Epheser Kapitel 6, Vers 11 und 12, ich lesen, zieht an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist der Kampf, was wir zu kämpfen haben, weil wir zu einem Leben überhaupt nicht gekommen sind. Durch den, dass wir von nie geboren sind. Wir haben so eine Freudigkeit, wir kriegen so fair, aber ich meine, wo wir mit Jesus sind. Wo wir sind, haben wir hier und das sieht. Wir sind hier, wo all diese Kämpfen sind. Wir sind hier, wo diese bösen Machten sind. Und darum ist es wichtig, dass wir so ans Tag sein, dass wir im Glauben stehen. Wir lassen es an dem Tag. In dem 4. Vers seht ihr, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Hört mal, uns aufgeht, wird behalten im Himmel, aber es sagt klar für wem? Euch, die aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werden zur Seligkeit. Da wird im Glauben stehen, und weißt du, das Wort Gottes, wir wurden bewahrt durch Gott seine Macht.
Ich und du, durch meine in deiner Macht, wir können nicht bewahrt bleiben in dieser Welt. Aber Gott in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, heißt da und er bewahrt uns in seiner Macht. Wenn wir zum Glauben gekommen sind, da sagt uns hier, wird Gott uns durch seine Macht bewahren, zu dieser Seligkeit. Es ist dort nicht viel Ursache, Gott zu loben. Ich habe wieder von der Matchstern mit unserem Tag und sagt, gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christi, der uns durch seine große Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Wieder als Trostgegend, als Familie. Wir wollen probieren mitteilen in dieser Hinsicht an. Der Herr Jesus, er sagte der Senior, er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hier gehe ich nicht allein. Hier darf ich nicht allein gehen. Wenn ihr alles schon in Jesu Hand legen, dann gehe ich sicher. Und ich wünsche, ihr wieder als Familie, ihr könnt wieder taub stehen. Ihr anderen können wieder abbühen. Der Ehemann ist nicht mehr da, um mit ihnen zu beten. Der Familienvater, ein Großvater, Urgroßvater, der wird nicht mehr mit ihnen zu beten, der hat gebet. Der hat jemand beten hier. Und ich sage, hier in der Reihe. Wir haben vielleicht viel gebeten, wir sind noch wieder in der Reihe zu beten. Für das Wohl, für die Familie. Und wir wollen hingehen stehen. Wir wollen ihnen eine Hilfe sein, und ein Segen sein. Und ich hoffe, dass die Gnade Gottes wieder als eine Familie im Segen des Herrn, den Namen des Herrn erhöhen. Ich würde für eine Hoffnung und Gebet. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für deine Gnade. Wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart, auf so eine Begräbnisfeier steht. Himmlischer Vater, wir danken dir für den Tag, was uns von der könnt hier ein paar Mal verführen, dass du da bist, mit deiner großen Barmherzigkeit, dass du uns wahre geboren hast, zu einer lebenden Hoffnung, all die, was das angenommen haben. Herr, hab Dank. Himmlischer Vater, wir beten, dass dein Wort wird mächtig schaffen, dass dein Geist wird wieder mächtig schaffen, und dass Meier und Meier würden Entscheidungen treffen, dass Meier Väter würden beten, mit Familie Staub, würden bereit sein, wenn du an der Raupe warst. Herr, wir sein hier wohl Platz, wie du geraubt hast. Aber du hast nicht einen Fehler gemacht, wir danken dir, Herr. Du wirst krank, wenn er ein Tiet wird, und Herr, du raubst dich stören, wirst du ein Tiet werden, wir danken dir. Wir beten wieder, Herr, sieh mit dieser Familie, Banmans und Hiebers, muss dann richtig bei sein und wieder begleiten mit dem göttlichen Trost und mit dem göttlichen Segen. Herr, dass im Namen des Herrn Jesus, wenn wir wieder den Kampf abnehmen und dass wir den Glauben holen, wie es dein Wort sagt, werft euer Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung hat. O Herr, wir vertrauen auf Peter, diese Belohnung, indem er sein Vertrauen auf die gesagt hat. Herr Vater, wir danken dir für die Segnung im Namen Jesu. Amen. Als nächstes hier die Biografie von Inseen Jakob Banman. Biografie von Peter Banman Reimer. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner Barmherzigkeit widerfahren hat, zu seiner lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu seinem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Das behalten wir im Himmel euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbart werde zu der letzten Zeit. 1. Petrus 1, 3-5. Peter Banman wurde am 6. Juni 1941 geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Camp 102, wo er auch seinen Schulunterricht erhielt. Er wurde von Ältester Abraham Schmidt am 3. Juni 1963 getauft.
am 18. Juni 1967 reichte er Elisabeth Hiebert die Hand zum heiligen Ehebund, wo Ältester Bernhard Rampel ihnen den Ehesegen mitgab. Sie haben 50 Jahre und 6 Monate Freude und Leid teilen dürfen. Der Herr segnete sie mit 6 Kindern. In der Zeit wohnten sie in Camp 105, wo sie auch bis jetzt gewohnt haben. Seine Arbeit ist als Ackersmann machte ihm große Freude. Der Ackerbau stand ihm besonders zur Hand, auch war ihm das geistliche Leben sehr wichtig. Er las viel in der Bibel und hatte großes Verlangen, Gott nachzufolgen. Es war im Jahr 1976, als er viel dazu beigetragen hat, dass die Gemeinde zu Schönfeld gegründet wurde und hat seitdem aktiv mitgeholfen. Er hat viel gesundheitliche Probleme gehabt. 20 Jahre zurück war er schwer krank und wurde in Cuauhtémoc ins Krankenhaus gebracht und von dort nach El Paso, Texas. 3 Monate lang war er im Krankenhaus, bis er entlassen wurde. Später ist er nochmals schwer krank gewesen. Er war 6 Wochen in Chihuahua im Krankenhaus. Insgesamt wurde er 11 Mal operiert. Am 13. Januar 2018 um 7:10 Uhr am hat der Herr ihn durch einen unverhofften Tod zu sich gerufen, als er durch einen Verkehrsunfall ums Leben kam. Er erreichte ein Alter von 76 Jahren, 6 Monaten und 7 Tagen. Im Tode vorangegangen sind ihm seine Eltern, Schwiegereltern und 5 Geschwister. Er hinterlässt seinen Tod zu Betrobten, seinen Tod zu betrauen seine betrübte Ehefrau und Familie. Tina und Jakob Rampel mit Kindern, Alex, Joni und Armando. Cornelius und Maria Banman mit Kindern, Abigail, Melissa, Lorena und Alfredo. Jakob und Anita Banman mit Kindern, Jesse und Tracy. Annie Banman mit Kindern, Alberto, Stephanie und Sebastian. Ernie und Susie Banman mit Kindern, Calvin, Talia und Ruben. Roslyn und Jake Schmidt mit Kindern, Nicole, Tanja und Sephora und 4 Urenkel. Die Familie bedankt sich herzlich für Gebete, Essen und Besuche, so auch der Gemeinde für den erwiesenen Dienst. So, ich habe ein paar Dinge, was mir mitteilen, was mir von meinen Vorderern sehr wichtig war. Und der ganz erste danke ich Gott von ganzem Herzen, dass ich einen Vorder gehört, was begeistert wir, besonders die letzten 10, 12 Jahre. Ganz besonders will ich von dir Gott danken, hier öffentlich, dass mein Verein von dir wir, was wiedersehen, dass sie nicht hängen wurden, das Wort hoffje, wo Gottes fing, und nicht bloß dort über sich reich und Kraft verleben kann. Und so, wir haben viel belebt in dieser Zeit. Wir freuen uns, ich persönlich kann sagen, ich lobe und preise Gott, dass ich hier wahrgeholt habe, während das meiste Partner wieder der Frasch verschiedene Dinge da ist so. Ob es was ein Loch sind und es wird noch empfehlen, ich weiß wahrscheinlich mit Januar von der Hand schäumen, mit der Stab fuhr in Fred sich mit. Aber was mir ganz besonders wichtig ist, ich will hier ein paar Vers lesen.
wo wir jetzt ein Klima von hier und da, Timotheus 6, Vers 12 sagt, kämpf den gouden Glaubenskampf, hol das ewige Leben fast, wozu Gott die berufen hat. Wir hier in der wollen wir auch im Glauben schaffen, aber wir müssen kämpfen. Das sagt vielleicht in den 20 Jahren, wie dann dachte ich, so die Menschen, die dann in den 40 werden, wo ich von der sagen, der hat nicht gemerkt. Mir sagst du, der jingt das alles so leicht, der hat einen gleich mal einen guten Kampf. Und ich sage, ihr waren das nicht so stark. Und ich sage, in der Zeit war es, wo ich schaffen wollte, ich will mal abhören mit Kämpfen. Und dann lebt einer an, wird alle und wird an, du wirst wohl mit dem Kämpfen, aber du nicht mehr bist. Und mein Bruder hat so gekämpft. Und ich bin so dankbar. Der letzte 5 Jahre besonders, würde ich sagen, wir haben uns als Familie jetzt getäuscht, aber ich mit ihm, wenn ich persönlich wir, sehr deep und von reden, von was immer wir wollen. Und ich kann bis sagen, er hat ganz ab ihrens. Und Helden jetzt vor. Dass er sehr sonderbar und kraftvoll wird, so dass wir herrlich mit ihm von dort reden. Spreche 21, Vers 3 sagt, dort reichte dann in abrechtig sein, weil der Herr leiber uns ein Opfer. Wir wissen nicht, wie wichtig ein Opfer ist. Jetzt spreche ich hier, das ist noch wichtiger, das reichte dann. Wie wichtig das ist. Wo wen sage ich diesen Vers hier? Ich würde besehen, wo der Mensch hat, trubbeln hat, strugglen hat, vielleicht eins mit Worten reden. Er wird von alles nicht mehr was an. Und er kämpft bei dem einen. Wenn Mensch wird versprechen, dass du will bloß eins mit ihrem Mann kommen, das nicht hier zu holen. Als war ja Anfang deed, mein Vater hat uns keinem mit viel Geld geholfen. Als dort nicht die Lösung, nur das ist nicht. Actually hat mich mit. Uns kennen in besonders mir, in meinem Kassel, viel mehr geholfen, sondern mir hat mit viel Geld geholfen. Und was wir dort? Als ich anfangen mit Akren, ich hatte ja dann nicht, mir fehlt alles. Dann fuhr ich hier für einen Korridor, dann habe ich durchgefangen, was ich mal alles mitnehmen und betonen. Wenigstens muss ich bis haben. Und wir weiten vorher, wir weiten, was wir alles machen haben. Und da habe ich dort erfahren, wenn wir im Glauben leben, dann, aber dann müssen wir kämpfen, was reich ist. Wir müssen abrechtig sein und gerecht leben. Mein Vater ist ein sehr großer Help gewesen in meinem Leben. Ich kann mir mehr dort mitnehmen, was ich will. Wenn die Menschen mich nicht kennen, dann ich habe Gott sein Belefen, sagen sie, na, wer bist du? Ich kann nicht plötzlich. Ich hätte mich ein bisschen verlängern. Habe vielleicht auch nicht sehr dick gelassen mit mir. Und dann sehe ich, der Pater Banman von Januar, das ist mein Papa. Dann checken sie mir ein bisschen verlängern. Dann sagen sie, okay, da wird es schaffen. Was wir dort? Dass wir mein Vater seine Treue hat. Mein Vater hat das, wenn er was schuldig wird, da wurde er ganz für sich nicht versehen auf der Schwein, hast du gesagt, kommt unser Wort, er wurde betont. Und was ich in das sehe, dort ist mein Vater seine Credit. Und ich bin so dankbar. Und ich will uns, wie von der leben da. Das ist wichtig. Dort wir wollen einen heiligen Wohnen führen. Und Gott will nicht bloß haben, wir sollen hier einmal ablehnen und durch. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Als Adam und Eva im Garten gehen, was tut er? Er kann gehen, was möglich wäre. Was will er da? Will er Frauen, will er das ging? Er will die Gemeinschaft haben, ich stehe mit ihm nicht so. Und das von der schon da haben so. Aber wo können wir mit Gott Gemeinschaft haben, wenn wir nicht wollen, ein gerechtes Leben für sie zu führen? Mit Gott seine Hilfe. Und auf ihren Stunden streben. Dankeschön.
Wir haben uns noch ein Lied singen, Nummer 661. Nummer 661. An dem schönen goldenen Strand, in dem ewigen Heimatsland, willst du mich an Jesu Hand wiedersehen, wo die Nacht auf ewig flieht und ein ewiger Frühling blinkt, wo man singt das Lied, oh wie schön, wiedersehen, oh wie schön. Wir sind zum Schluss gekommen hier so. Wir machen die letzte Begleitung, nur um Graf aufmerken. So, bevor wir schlüten, oder beim Schlüten, da wir einmal alle nach hier so vorbeikommen. Und die Leichenbestatter wollen dort anladen, wo hier vorbeizugehen, dort je nach alle einmal die Gelegenheit haben, am zu sein. Über den, was der Chor hier dann singt, jemand nach uns sagt, darf dann auch abkommen. Und nur dem lud wir jedem einen an für einen Kaffee, der dann fassbar hier so in der Kirche. Wer nicht im Grafhaft geht, darf dann auch Eier gehen, sagt dann, wie sie wollen das sein, die zu wiesen. Und wenn nicht, dann, wenn wir vom Grafhaft 3 sind, dann hast jeder ein Eier für einen Kaffee. Und beim dort zu hingehen, das hier vielleicht ein halbe Kilometer auf, der fährt hier vorne und rechte sieht, und wer der Fuß geht und der linke sieht. Der weiß, was der bei den Toe sind, wir können geluten durch die Linke gehen, wer der gehen dort, und wenn wir vorne, ja, vielleicht so viel fertig als möglich, um dort nur an dich der Beter zu parten zu können. Und dann, wenn wir 3 sind, einen Kaffee getrunken haben, dann ist noch jeder eine eingelutscht für eine Nachfeier, ein Begräbnis, für die Gelegenheit erst mitzuteilen, von der Familie, auch so vom Besitz, alle Mann öffentlich, so jeder ist eingelutscht, dort wird beim 5 Uhr sein. Und wenn das nicht viel Zeit brauchen zu bauen, dann dürfen wir Eier in Top brauchen, wenn nicht, dann klack 5. Fangen wir hier so an, und mit einem Begräbnis, jeder eine eingelutscht, Erinnerung mitzuteilen.
En ja, hier zo nog helemaal een Gemeinschaft te gaan met de familie. Ahorita, antes de ir al panteón, pasaremos todos acá por última vez, acá por el ataúd. Los encargados nos darán instrucciones de cómo salir y cómo pasar por acá. Y posteriormente todos están invitados a un café acá en el comedor enseguida, después del sepelio, de sepultarlo, después del entierro. Hablando del cortejo fúnebre, los que van en camioneta a su derecha como siempre, y los que van caminando a la izquierda, hasta a 1 kilómetro hacia el sur. Y posteriormente a las 17 horas nos reuniremos otra vez acá en memoria de nuestro hermano a compartir anécdotas de la familia, así como a todos los que están presentes, abierto a cada uno que esté presente. Så goed, ik vraag nog eenmaal voor we sluiten en tot wieder evalueren, eenmaal nog Hauptneigen voor den Serien. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr leuchte mit seinem Angesicht über euch und gebe euch Frieden und Ruhe und Trost. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit uns allen. Amen. Als nächste Gelegenheit für die Bestatter und Unterlagen, bitte. Ja, da wird wieder Platz an dieser Frau und selber anlernen, hier vorbei zu gehen. Morgen, dir den Himmel trüben, sage es
Zürich.